In einer Beziehung mit einer Narzisstin, einem Narzissten, erlebst du die Hölle. Eine anfangs glückliche Zeit führt zu traumatischen Ereignissen. Es beginnt damit, dass der Narzisst plötzlich explodiert oder die Narzisstin dich die ganze Nacht wach hält und wilden Beschuldigungen aussetzt. Es kann sein, dass ihr Auto fahrt und der Narzisst plötzlich in Rage verfällt, mitten im Stadtverkehr oder bei 160 auf der Autobahn, denn Narzissten fahren riskant. Es kann sein, dass du den ganzen Tag bei deinem Kind im Krankenhaus warst, während einer schwierigen Operation um sein Leben gebangt hast, und wenn du um 23 Uhr aus dem Krankenhaus kommst, ruft dich der Narzisst an, wie es gelaufen ist. Du hältst das für echtes Interesse und berichtest ihm alles. In dem Moment, wo du am verletzlichsten bist, bekommt er einen Wutausbruch, droht dir am Telefon, und das alles nur, weil du mehr für dein Kind da warst als für ihn. Das ist eine narzisstische Kränkung und muss sofort durch den Wutausbruch ausgeglichen werden. Du musst durch Dunkelheit und Regen noch nach Hause fahren. Und weil du den ganzen Tag unter Stress gestanden hast und nun auch noch diesen Angriff erlebt hast, kannst du dich nicht auf die Fahrbahn konzentrieren. Du dissoziierst und kommst von der Spur ab und siehst den Gegenverkehr erst in letzter Sekunde. Viele Betroffene merken gar nicht, dass sie eine akute posttraumatische Belastungsreaktion haben. Man wird bei solchen Attacken augenblicklich in den Überlebensmodus versetzt. Eine Situation, die Todesangst auslöst, in der du Kontrollverlust und Hilflosigkeit erlebst, ist traumatisierend. Auch plötzliche krasse Abwertungen von dem Menschen, mit dem du dich verbunden fühlst, sind traumatisch, auch wenn sie nicht mit Todesangst verbunden sind. Denn sie aktivieren das Bindungssystem und lösen existenzielle Verlustangst aus. Menschen mit einem Bindungstrauma werden retraumatisiert. Es passiert auch häufig, dass ein Narzisst, eine Narzisstin in ihrer Rage Sachen in deiner Wohnung zerschlägt und du dich körperlich bedroht fühlst. Auch Türen sind keine Grenze. Narzissten setzen ihre Partner Gefahren aus. Zum Beispiel geben sie dir ein defektes Auto und du hast eine lebensgefährliche Panne. Mitten im Tunnel einer Schnellstraße, kurz hinter der Kurve, wo Autos mit über 100 um die Ecke kommen. Nur mit einer Riesenportion Glück entkommst du dieser Situation. Und wenn du ihm oder ihr davon erzählst, siehst du in ihrem Gesicht, wie sehr sie es genießen, dass du schockiert bist. Da ist keine Empathie. Nur Schadenfreude. Möchtest du mit uns teilen, was du erlebt hast? Aber nur, wenn es nicht zu belastend für dich ist, denn dann ist es sicherer, es mit einem Traumatherapeuten zu besprechen. Oder besser noch, den Überlebensstress mit körperbezogenen Methoden abzubauen und das Erlebte nicht noch einmal zu durchleben. Was kannst du noch tun, um dich von den Auswirkungen solcher Erlebnisse zu befreien? Erstens, führe die Null-Kontakt-Regel ein. Damit wechselst du von erlebter Hilflosigkeit zu Handlungsfähigkeit. Ziehe das konsequent durch, denn jede Nachricht, jeder Blick auf Social Media kickt dich in den Überlebensmodus zurück. Zweitens, wenn du schlecht schläfst, Albträume hast und emotionale Flashbacks, ist Traumatherapie der richtige Weg, denn Zeit heilt nicht alle Wunden. Drittens, wenn du dich bereit fühlst, dann ordne mit jemandem, der sich mit Narzissmus auskennt, deine Erfahrungen ein. Narzissten verzerren die Realität. Und jetzt geht es darum, dass du die Manipulationen durchschaust und das Bild neu zusammensetzt. Die Interaktion mit einem Narzissten lassen sich erst mit Abstand betrachtet richtig deuten. Nur so lässt sich die Last, die du für den Narzissten trägst, Stück für Stück absetzen. Die kognitive Dissonanz wird dadurch abgebaut und du wirst erkennen, was überhaupt nicht an dir lag. Die Schuldfalle lässt sich oft nur durch eine dritte Perspektive öffnen, sonst quält es dich weiter.
Im Austausch mit anderen Betroffenen erkennst du, dass jeder manipulierbar ist und du weder dumm noch naiv warst. Niemand muss sich für solche Erfahrungen schämen. Du denkst nur deshalb ständig an den Narzissten, an die Narzisstin, weil dein Gehirn versucht, die widersprüchlichen Erfahrungen übereinzubringen. Wenn du mit jemandem sprichst, der das auch erlebt hat, wirst du einen Aha-Moment nach dem anderen haben und die kreisenden Gedanken werden aufhören. Du machst es absolut richtig, dass du YouTube-Videos schaust, dass du dir Wissen über Narzissmus aneignest. Denn wenn du die Muster verstehst, wirst du ihr Spiel in Zukunft frühzeitig durchschauen. Du wirst spüren, wie lange du das brauchst. Bald weißt du alles darüber und YouTube-Videos interessieren dich nicht mehr. Das Bedürfnis danach ist ganz normal. Jemand hat deine komplette Wahrnehmung verdreht. Narzissten drehen alles um und du hast das Bedürfnis zu verstehen, die Wahrheit zu suchen und alles richtig zu stellen. Jede qualitative Information, die du bekommst, rehabilitiert dich. Und das, was vormals wehtat, wird Ruhe geben. Du wirst wieder inneren Frieden finden. Zum Thema Therapie noch 2 Punkte. Es ist in Deutschland schwierig, Therapeuten zu finden, die sich mit narzisstischem Missbrauch auskennen. Persönlichkeitsstörungen werden nur in ganz geringem Ausmaß im Psychologiestudium behandelt. Narzissten täuschen Therapeuten. Ich rate von Paartherapie mit einem Narzissten, einer Narzisstin darum dringend ab. Falls du dich an den Krisendienst einer psychiatrischen Klinik wendest, dann Vorsicht mit den Diagnosen. Ich habe schon mit Betroffenen von akuten narzisstischem Missbrauch gesprochen, die gerade in der Zeit einer Belastungsreaktion psychiatrische Diagnosen wie bipolar, borderline oder manisch-depressiv bekommen haben. Das verstärkt noch das narzisstische Narrativ, dass du psychisch instabil oder psychisch krank bist. Es geht in einer akuten Krise mit Narzissten nicht darum, dich zu diagnostizieren. Es geht darum, dass du dich schützt und in die Freiheit kommst. Jede Interaktion mit einem Narzissten, einer Narzisstin ist manipulativ und schadet dir psychisch. Breche daher jeglichen Kontakt ab und nimm nur Hilfe in Anspruch, die dir gut tut. Berater, die narzisstischen Missbrauch niemals erlebt haben, können dich nicht verstehen. Lasse dich daher von Menschen unterstützen, die sich wirklich damit auskennen. Du erlebst Schmerz, Brain Fog, Schuldgefühle, Selbstzweifel und musst dein Selbstwertgefühl erst wieder aufbauen. Das sind Auswirkungen von narzisstischem Missbrauch und bedeutet nicht, dass du psychisch krank bist. Wenn du mit jemandem richtig aufarbeitest, wirst du merken, dass die belastenden Szenarien im Kopf nach und nach aufhören. Mit jedem Aha-Moment wird dein Kopf freier. Und das ist ein wirklich gutes Gefühl. Du kannst zum Teil sogar darüber lachen. Und so nimmst du der inneren narzisstischen Stimme die Macht. Mit narzisstischer Stimme meine ich die Introjekte, die narzisstischen Introjekte. Der Narzisst, die Narzisstin hat dich dazu gebracht, die Dinge durch seine oder ihre Augen zu sehen. Du siehst dich selbst durch seine oder ihre Augen. Daher kommen die Selbstzweifel und Selbstabwertungen. Zur Heilung ist es notwendig, dass du wieder deine eigene Stimme findest und dich von der Bewertung des Narzissten, der Narzisstin unabhängig machst. Er oder sie wäre gern das Maß der Welt. Doch das ist ab jetzt nicht mehr dein Bewertungsmaßstab. Der einzige Mensch, der seine Werte festlegen kann, bist du. Du entscheidest, was gemacht wird und dein Limit zählt. Narzissten kennen keine Limits. Sie verlangen mehr und mehr und sind nie zufrieden. Jetzt darfst du dich wieder auf dich selbst konzentrieren und die Aufmerksamkeit vom Narzissten, von der Narzisstin wegnehmen. Außer du hast einen Schmerzpunkt, dann musst du den mit jemandem klären, der sich mit Narzissmus auskennt und du bist frei. Alle ungeklärten Dinge bringt das Unterbewusstsein immer wieder zur Wiedervorlage. Deshalb ist es gut, sie alle einmal abzuarbeiten.
Jede Frage, die auftaucht, ist wichtig. Wenn du die richtige Antwort für dich gefunden hast, kannst du sie abhaken und dich wieder auf dich selbst konzentrieren. So sieht der Heilungsweg aus. Mach all die Dinge, die dich glücklich machen. Hol alles nach vorne, was du für den Narzissten, die Narzisstin hinten angestellt hast. Oder wofür dir keine Zeit und Energie geblieben ist. Mache die Dinge zur Priorität, die dich erfüllen. Probiere neue Dinge aus, starte neue Projekte und mach den Narzissten, die Narzisstin irrelevant in deinem Leben. Dass es sich so angefühlt hat, als wäre der Narzisst, die Narzisstin die Quelle deines Glücks, war reine Manipulation. Du findest das Glück in dir, nicht im Narzissten, in der Narzisstin. Alles Gute in dieser Beziehung kam ohnehin von dir. Der Narzisst, die Narzisstin hat dir nur eine idealisierte Version deiner selbst zurückgespiegelt. Und das hat sich so gut angefühlt. Wenn du bewusst darauf schaust, was wertvoll und gut an dir ist, ersetzt du diese Spiegelung durch gesunde Selbstliebe. Du brauchst keinen externen Spiegel. Du weißt, wer du bist. Der Narzisst, die Narzisstin war auch nicht einzigartig, wie sie wollen, dass du glaubst. Sie handeln alle nach den gleichen Mustern. Es gibt zig Millionen Menschen auf dieser Welt. Du kannst einen gesunden, liebes- und bindungsfähigen Partner finden für eine glückliche Beziehung, ohne Manipulation, ohne Abwertung. Doch zunächst baust du das gute Verhältnis zu dir selbst wieder auf, das der Narzisst versucht hat zu entzweien. Wenn du dabei Hilfe möchtest, kannst du dich bei mir melden. Die E-Mail findest du in der Videobeschreibung.